Hi, das hier sind Wagyu Short Ribs mit einer Shanghai Barbecue Soße und ich bin heute hier bei Markus von 0815 Barbecue und wir grillen uns ein paar nettere Sachen. Hier ist Ruhl, Pitmaster X, und wie wir das machen, das seht ihr in der heutigen Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Jetzt schmeißen wir mal den Grill an. Ich bin heute hier bei Markus von 0815 Barbecue und wir haben hier einen Monolith-Keramikgrill und die Kohlen möchte ich entzünden heute mit einem neuen Gadget, was ich bekommen habe, dem Luftleiter. Das ist ein Grillanzünder, mit dem ihr den Grill ohne Chemie, ohne Grillanzünder, Kügelchen oder diese Holzdinger anzünden könnt. Einfach nur mit heißer Luft. Das ist im Prinzip ein Föhn, mit dem man die Kohlen anzündet, aber das funktioniert ziemlich gut. Und wie, das zeige ich euch jetzt. So, wir haben jetzt also schöne große Holzkohlestücke drin und ihr beginnt damit, dass ihr den Luftleiter erstmal direkt an die Kohle dran haltet und sobald die ersten Funken kommen, zieht ihr ein bisschen zurück und dann sollte die Kohle innerhalb von einer Minute entzündet sein. Jetzt bin ich mal gespannt. So, nach einer Minute sind die Kohlen soweit entzündet und jetzt dürfen sie langsam durchglühen. Ohne Chemie, ohne Grillanzünder. Nette Geschichte. Hier haben wir jetzt die Zutaten, die wir jetzt erstmal für die Marinade und natürlich für die Ribs brauchen. Und hier seht ihr, ich habe hier wunderschöne, unfassbar marmorierte Short Ribs von Firmengrund Wagyu von Thomas Spang. Also diese Marmorierung spricht, glaube ich, für sich. Und für die Rub brauchen wir Salz, gemahlenen weißen Pfeffer, 5 Gewürzepulver und Zucker. Das ist alles, was wir brauchen und jetzt mische ich die mal zusammen, damit wir die Short Ribs marinieren können oder einrubben können und die müssen dann einfach für eine halbe Stunde ziehen. So, für den Rub braucht ihr 2 Tablespoons, also wir arbeiten wieder mit amerikanischen Maßeinheiten, Zucker. Dann einen Tablespoon von dem 5 Gewürzepulver. Da solltet ihr es wirklich genau halten und nicht wirklich übertreiben, deswegen nehmen wir wirklich genau 1 Tablespoon. Dann nehmen wir 1 Tablespoon grobes Salz und 2 Tablespoon gemahlenen weißen Pfeffer. So, und das ist schon alles, was wir als Rub für die Short Ribs brauchen. Das Ganze jetzt schön vermengen. Die Short Ribs will ich heute mal nicht am Stück machen, sondern ich werde daraus also 4 Teile machen. Dann haben wir also 4 einzelne Ribs, die man als Portion rausgeben kann und haben von allen Seiten den Rub drumherum, also gleichmäßige Verteilung von den Gewürzen. Ich zeige das nochmal, das sieht so fantastisch aus. Als nächstes haben wir hier die Rub und damit werden jetzt die Fleischstücke eingerieben, schön gleichmäßig und von allen Seiten. So, wenn ihr die Rub dann gleichmäßig verteilt habt, lasst ihr sie jetzt eine halbe Stunde einziehen. In der Zeit ist der Grill auf jeden Fall perfekt vorgeheizt und dann kommen die Short Ribs auf den Grill. Den Grill habe ich jetzt vorgeheizt auf 250 Grad Fahrenheit bzw. 130 Grad Celsius. Machen wir mal auf. Und hier sind die inzwischen wunderbar durchmarinierten Short Ribs. Und die garen wir jetzt erstmal für 3 Stunden und dann schauen wir weiter. Wir wollen noch ein bisschen räuchern und deswegen haben wir hier am Monolith die Möglichkeit, Räucherchips ganz bequem einzufüllen. Und wir räuchern heute mit Woodchips aus einem alten Rotweinfass. Die werden einfach reingeschoben, landen so quasi direkt auf der Glut. Man kann den Grill zulassen
Und jetzt lassen wir den mal ordentlich räuchern. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die wir für unsere Shanghai Barbecue Soße brauchen. Los geht es mit Reiswein, dann habe ich hier Hoisin Soße, hier habe ich Reisessig, hier habe ich süße Sojasauce, also nicht die salzige, sondern eine süße. 2 Frühlingszwiebeln, ich mache ein bisschen Chili mit rein, ein bisschen Ingwer brauchen wir, eine Knoblauchzehe, Ketchup und Zucker. Als Maßeinheiten brauchen wir die amerikanischen Maßeinheiten, 1 Cup, ein Drittel Cup, Viertel Cup und den Tablespoon. Und dann brauchen wir noch einen Topf, der feuerfest ist, der also auf den Grill kann, um die Soße dann gleich also auch zu kochen. Ich schneide jetzt die Sachen erstmal vor und dann zeige ich euch, was wir noch genau brauchen. So, jetzt habe ich hier auf meinem Brett schon mal die Frühlingszwiebel vorgeschnitten, den Knoblauch klein gehackt, die Ingwer ein bisschen klein gemacht und von der Chili auch schon mal so knapp die Hälfte fein gehackt. Und jetzt geht es eben los, dass wir die Zutaten für unsere Shanghai Barbecue Soße in den Topf füllen. Ich habe jetzt hier einen ganzen Cup von der Hoisin Soße. Der kommt damit rein. Dann folgt ein Drittel Cup Reiswein. Ein Viertel Cup weißer Zucker. Weiter geht es mit einem Drittel Cup von der süßen Sojasauce. Dann folgen 2 Tablespoons Ketchup. Dann folgen 2 Tablespoon von dem Reisessig. Und zu guter Letzt der Chili, der Ingwer, der Knoblauch. Und zu guter Letzt die Hälfte von den Frühlingszwiebeln. Die andere Hälfte behalten wir uns da, denn die wird gleich noch zum Garnieren benutzt. Jetzt rühren wir das Ganze durch. Und diese Soße lasst ihr jetzt bei niedriger Temperatur langsam warm werden. Sich erhitzen, dass sie noch ein bisschen mehr eindickt. Die ist jetzt schon relativ, eigentlich ist sie schon fast perfekt von der Konsistenz, aber lasst sie auf jeden Fall mal warm werden. Dann schmecken wir sie ab. Und dann bin ich sehr gespannt, was aus unseren Wagyu Short Ribs geworden ist. So, nach 2 Stunden machen wir jetzt mal den Deckel auf und schauen mal rein. Leute, das riecht absolut fantastisch. Hier oben blubbert es schön. Ich wollte jetzt einfach schon mal die Temperatur kontrollieren, wie die Temperatur im Fleisch aussieht. Wir haben jetzt eine Temperatur von 86 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, 87 Grad. Das heißt, das Fleisch braucht noch ein bisschen. Ich möchte mit der Temperatur bis 94 Grad gehen, dass es wirklich schön weich und schön durchgekocht ist. Und deswegen machen wir jetzt den Deckel nochmal zu. Die Barbecue-Soße ist auf dem anderen Grill und heizt auf und dann können wir bald essen. Die Soße ist jetzt aufgewärmt und ihr seht, die ist eine ganze Ecke noch flüssiger geworden. Das heißt, nehmt euch also Zeit, Niedrigtemperatur und lasst sie noch ein bisschen weiter einreduzieren, dass sie ein bisschen zähflüssiger wird, damit wir sie wirklich schön als Glaze für die Ribs verwenden können. Sie riecht hervorragend und ich habe sie gerade eben auch probiert, sie schmeckt auch hervorragend. Und Leute, was freue ich mich auf die Ribs. So, die Barbecue-Soße ist jetzt wunderschön einreduziert. Und jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Short Ribs damit bestreichen. So, nach inzwischen 3 Stunden haben die Short Ribs jetzt 95 Grad Kerntemperatur erreicht. Hier ist die Barbecue-Soße und damit werde ich sie jetzt bestreichen. Ich habe eine Wanne untergelegt, damit das Fett da reintropfen kann und uns nicht den Deflektorstein vom Monolith so einsaut. Das ist das, was ihr jetzt so zischen hört. Jetzt werden wir die Temperatur im Grill noch mal kurz ein bisschen hochregeln. Das heißt, wir hatten jetzt die ganze Zeit so um die 120, 130 Grad. Jetzt gehen wir mal hoch auf 150, damit die Barbecue-Soße schön karamellisiert. Ungefähr für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann glasieren wir nochmal und dann können wir essen. So, nach einer Viertelstunde glasieren wir sie jetzt nochmal. Jetzt warten wir noch 10 Minuten und dann können wir essen. Das sieht wunderbar aus und jetzt werde ich mal anrichten. Dann kommt jetzt noch ein bisschen Barbecue-Soße oben drüber.
Zum Schluss kommen noch ein paar von den Frühlingszwiebeln oben drüber. Und das ist es. Wagyu Short Ribs Asian Style mit einer Shanghai Barbecue Soße. Das sieht fantastisch aus und ich bin mir sicher, das wird auch fantastisch schmecken. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Rheinhessen.